Hey, ihr seid's. Das ist aber eine Überraschung. Ihr im Gebüsch. Da können wir ja dann ein Stückchen gehen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir können ja heute mal über das Thema Ich-Universum, das Konzept reden. Was ist eigentlich der Sinn von dem Begriff Ich-Universum? Wie kam ich überhaupt drauf? Es war also erstmal der Gedanke, dass alles Geist ist und dass man, wenn man sagt, alles ist Geist, man also in einen Raum voller Geist guckt. Was ist der Unterschied zwischen Geist und Materie? Wir verstehen es ja so im Materialismus, dass die Materie ist einfach da, sie hat Existenz und der Geist ist dem gegenüber relativ. Der kann also die Materie erfassen, er kann sich auch was ausdenken, er kann alles quasi in die geistige Existenz bringen, was man sich nur vorstellen kann, wohingegen der Materie das nicht möglich ist. Wenn man also denkt, so wie ich, als Spiritualist, dass die Welt geistiger Natur ist und dass es die Materie nicht in dem Sinn gibt, dass sie außerhalb und unabhängig des Geistes vorhanden wäre, dann fragt man sich, also zum einen war das, glaube ich, der Gedanke damals, dass ich dachte, da müsste man ja vielleicht Prinzipien des Geistes, die man im Außen sieht, bei sich wiederfinden, in dem Denken, das man sozusagen selber hat. Und das war der Ausgangspunkt für das Ich-Universum. Und dann war, glaube ich, dann noch der Gedanke, dass man, wenn man das zusammenfassen könnte, was die gesamte Menschheit weiß über die Welt. Universum ist ja ein anderer Begriff für alle Dinge, die es gibt. Und dazu gehört ja eigentlich quasi vor allen Dingen die Dinge hier auf dieser Welt. Ne? Wir sind ja hier auch im Universum, auf der Welt. Aber wir verstehen eigentlich, wenn wir sagen das Universum, verstehen wir diese ganzen vielen Welten da draußen im Kosmos. Auch wieder ein anderes Wort für alles. Und ich dachte mir, wenn man das also zusammenfassen könnte, diese Vielzahl von Dingen, von denen wir ja sagen, sie wären unendlich, aber auf der anderen Seite sind sie abzählbar, dann haben wir demgegenüber die Anzahl von Dingen, die ich zum Beispiel in meinem Köpfchen habe, die demgegenüber, was man sagen könnte, was das geistige Gut der Menschheit ist, viel, viel geringer ist. Also wenn man sagen würde, jetzt mit allen Computerprogrammen, die irgendwelche Sterne auszählen und benennen und archivieren, abspeichern, habe ich vielleicht 2, 3 Sterne im Kopf, die ich direkt benennen könnte. Ich sehe zwar auch die Sterne, aber ich habe nur einige im Kopf. So, das war also dieses grundlegende Konzept, dass einerseits da ein größeres Denken ist als meins, das also viele Dinge kennt und ich kenne davon nur ein paar. Aber der Wirkmechanismus, wie das funktioniert, der ist ähnlich. Das war also der Grundgedanke. Ganz ähnlich wie in dem Universum. Übrigens bin ich heute wieder hier unterwegs in dem Park und heute geht ja wieder die Sonne auf. Da. Direkt. Und nun weiß ich nicht, manchmal muss man vielleicht immer noch mal sagen, wie kommt man überhaupt darauf, dass man keine Welt aus Materie vor sich hat. Ich sag's vielleicht doch immer noch mal für Leute, die da zum ersten Mal zuhören und die das vielleicht ansonsten abtun würden als völliger Stuss. Der Grundgedanke ist, dass man die Grenze zwischen Materie und Geist nicht scharf ziehen kann. Und dass der Materialismus verschiedene Paradoxien hatte. Ich habe also vorgestern über die Wahrheit gesprochen. Oh, hier kommt die Sonne sehr schön durch. Und dann die Frage der Unendlichkeit, die uns denken lässt an ein Weltall, das alle Möglichkeiten hat. Und ich hatte schon verschiedentlich den lustigen Einfall erwähnt, dass in einem Weltall ein
das unendlich ist und das demzufolge eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten bietet, auch maschinenschreibende Affen auftreten müssen, die gerade die Bibel schreiben oder geschrieben haben in jeder Sprache. Es sind also diese Paradoxien, ganz einfacher Gedanke. Während ich also etwas denke, das ist ja irgendwie der Stand der Wissenschaft, wenn man so will. Wenn ich irgendwas denke, laufen in meinem Gehirn materialistische Prozesse ab, die mit den Gedanken, die ich denke, etwas zu tun haben. Also je nachdem, was ich denke, läuft da ein chemischer Prozess ab oder wie auch immer man es nennen will, elektrisch oder es bilden sich Zellen und so weiter. Und man kann also sagen, Gedanken und Materie sind verwoben. Und es folgen eine Vielzahl von Schlüssen daraus. Ich hatte also zum Beispiel dass wenn man sagt, es gibt die Materie in dem Sinn nicht, also das Existierende, was einfach da ist. Und wir als der begreifende Geist, der Geist wohlgemerkt ist frei, wir sind dazu geschaffen, diesen ganzen Prozess zu beobachten, dann ist das Bild, was sich daraus ergibt, eigentlich das eines Gottes, der auf etwas schaut, einen Überblick hat, der alles erkennen kann, wohingegen die Sichtweise des Spiritualismus eben die ist, wenn man Teil eines größeren Ganzen ist. Zumal, wenn man es noch nicht mal so versteht, sondern man denkt, dass das ja alles, das alles, das wäre nicht vernunftbegabt, ich hingegen aber schon. Das ist etwas, das leider zu dem Gedanken führt, man kann nicht alles erkennen, weil es das in dem Sinn ja auch gar nicht gibt, als etwas Feststehendes im Außen, was dann so erkennbar wäre. Und B, ich kann nicht wie Gott auf die Welt sehen. Wenn das so wäre, dass ich wie Gott auf die Welt sehen könnte oder sagen wir mal, alle Menschen zusammen könnten das, dann bräuchte es zum Beispiel die Religion nicht und dieses Symbol des allsehenden Auges, wo wir uns Gott ja nochmal als etwas Höheres vorstellen, was alles sehen kann. Und ich würde sagen, dieser Aspekt, der hat aus meiner Sicht absolut seine Berechtigung. Also ich meine jetzt die Religion und der Gedanke daran, dass es etwas Höheres gibt. Ich würde sagen, jeder, der ein bisschen nachdenkt, der wird zu diesem Schluss kommen. Und diejenigen, die tatsächlich glauben, sie könnten mit ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis, die genau genommen ja gar nicht ihre eigene ist, sondern die irgendwo ist, vielleicht wenn sie Google fragen oder so, hätten die Welt erkannt, da muss man fast ein bisschen Bedauern aussprechen, weil das ist so offensichtlich falsch. Zurück zum Ich-Universum. Was sind also die Mechanismen, die man im Universum sieht und die man beim Ich-Universum wieder sehen könnte? Aus meiner Sicht, ich habe mir da lange Gedanken gemacht, man könnte wahrscheinlich vieles finden, aber mal angenommen, die Analogie der Gravitation. Wenn also man sich das so vorstellt, dass jeder in seinem Köpfchen, dass er sich zuordnet, diese Gedanken, Objekte des Geistes hat, die ganz ähnlich funktionieren wie Himmelskörper. Dann wäre also festzustellen, dass A, jeder verschiedene Objekte hat. Also das Ich-Universum von jedem Menschen ist verschieden. Es müssen nicht in Anführungsstrichen alle Objekte drin sein, die sozusagen die Menschheit kennt, sondern es ist immer nur ein kleiner Teil davon. Und welcher Teil davon ist quasi offen. B, man hat eine Gewichtung innerhalb dieser Konstellation, sage ich mal. Man hat verschiedene Umlaufgeschwindigkeiten, man hat verschiedene Gravitationen. Also es ist nicht gesagt, dass jeder, der zum Beispiel das Wort Europa kennt und aussprechen kann, dieselbe Gravitation damit hat. Ganz einfacher Gedanke.
Ein Kind kann Europa aussprechen und es versteht auch irgendwas darunter, aber jemand, der schon ein bisschen älter ist, so wie ich zum Beispiel, der verbindet mit Europa natürlich vieles. Sagen wir mal zum Beispiel das Kennenlernen anderer Kulturen, Essen, die man hatte, Feiern, die man hatte in anderen Ländern, Sprachen, die man vielleicht kennengelernt hat und so amoröse Abenteuer oder sowas, ja, alles Mögliche. Und das sind also dann Gewichte, die ganz anders sind als bei jemandem, bei dem dieser Begriff nicht so viel bedeutet. So, und wenn man sich das so vorstellt, und das wäre dann der psychologische Effekt, finde ich, der dann auch immer mit eine Rolle spielt, wenn man sich überlegt, warum sagt jemand etwas Bestimmtes, wie kommt er überhaupt da drauf? Dass man sozusagen darüber nachdenkt, welche Objekte des Denkens sind in ihm vorhanden. Also erstens wird das benennen, dieses Objekt des Denkens, worum sich sein Denken so dreht und welche Rolle es spielt, welche Größe es hat, welches Gewicht. Das bekommt man dann möglicherweise mitgeteilt in einer Wertung. Hier, ich zeig nochmal den Sonnenaufgang. Ja. Heute ist ein schöner, klarer Spätsommertag. Jetzt schon ein bisschen warm. Das ist also dieser psychologische Effekt oder Aspekt. Und dann kam irgendwann noch für mich mit hinzu, dass man sich ja fragt, wenn das Universum, das wir so glauben vor uns zu sehen, nicht in dem Sinn existiert, dass es schon da ist, sondern im Grunde von Augenblick zu Augenblick immer neu entsteht, im Jetzt. Also der Eckhart Tolle hatte ja mal ein Buch geschrieben, was ich also sehr, sehr gut fand. Das Jetzt, es heißt Jetzt. Und in dem ganzen Buch geht es also im Prinzip darum, dass man sich mal von dem Gedanken lösen soll, dass die Vergangenheit und die Zukunft eine Existenz hätten, sondern im Grunde ist immer das Jetzt. Er hatte diesen Satz da drin, den ich mir gemerkt habe und den ich irgendwie genial fand. Was würde der Adler sagen, wenn man ihn fragen würde, wie spät es ist? Er würde sagen, jetzt. Es ist immer jetzt. Ja. Also wie kommt das Universum, das wir glauben, im Außen vor uns zu haben, zustande? Und nun könnte man es so sehen, dass es wie gesagt schon existiert und wir sind die Beobachter davon. Das wäre der Materialismus. Der Spiritualismus sieht es quasi so, oder sagt man könne es so sehen, dass es durch die vielen Ich-Universen zustande kommt als Summe. Ich hinke hier heute ein bisschen, weil ich habe hier so einen Fersensporn entwickelt, wahrscheinlich zu viel Sport getrieben. Fersensporn ist, wenn man eine Entzündung hat unter der Fußsohle, unter der Ferse. Und Sporn bedeutet, dass es schmerzt, so ähnlich wie das Wort Spore. Ja, früher hat man den Pferden die Sporen gegeben. Das war so eine Art Stachel, den man über die Reiterstiefel drüber gemacht hat. Und wenn man wollte, dass das Pferd schneller läuft, dann hat man dem die Sporen gegeben und das gab dann so einen stechenden Schmerz beim Pferd. Man hat es nicht verletzt oder so, aber es piekst schon, glaube ich. Und dann lief es schneller. Das war also die Art und Weise, wie man früher Gas gegeben hat. In den Zeiten, als es noch keine Motoren gab. Ich habe jetzt so einen Schmerz da, der ist ganz schön stark manchmal. Und da muss ich ein bisschen hinken. Ja, also zurück zum Ich-Universum. Also der Entstehungsprozess des Universums oder das, was wir dafür halten, ist eben in der spiritualistischen Sicht dass sich aus vielen kleinen Universen etwas Größeres zusammensetzt, was dann wieder zurückwirkt. Und das, was wir hier sozusagen sehen in der Natur, das ist das Denken dieses größeren Geistes, von dem ich immer spreche. Das sind sozusagen die Gedanken. Und der Zusammenhang zwischen den Gedanken, die ich habe und die flüchtig sind, und der Zusammenhang zwischen dem, was der größere Geist
denkt, ist ganz ähnlich dem, was ich quasi erlebe, wenn ich denke, wie werden meine Gedanken beeinflusst durch das, was andere denken? Und die Antwort ist sehr stark. Wir sind alle verbunden, man kann sich von dem nicht lösen, was andere denken. Weil das, was andere denken, erscheint einem, je mehr es denken, umso größer und anziehender. Man kann sich fast davon überhaupt nicht lösen, je mehr Leute etwas denken. Ich hatte gestern darüber gesprochen, über die Wahrheit, dass das so wahrgenommen wird. Je mehr Leute etwas zu dir sagen, das wäre so und so und so und so, dann man kann sich umso weniger davon lösen. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, psychologischer Art, die das bestätigen, dass also Leute, die einfach die Meinung vieler übernehmen. Und diese Gravitation der Gedanken findet man also innerhalb seines Kopfes wieder. Und da gerade der spiritualistische Gedanke eben der ist, dass alles verbunden sein muss, da es diese äußerliche, räumliche Trennung in Wirklichkeit gar nicht gibt. Sie ist eine Projektion. Findet man sie auch in dem wieder, was im Außen gedacht wird. Ach so, und jetzt wollte ich zu den Gedanken kommen, die der größere Geist hat. Also inwiefern zwingt mir der größere Geist seine Gedanken auf, indem ich nicht umhin komme, sie zur Kenntnis zu nehmen. Das ist das, was die eigentliche Materie ausmacht. Die Materie, die eigentlich geistiger Natur ist. Sie ist nicht in dem Sinn vorhanden, dass die Existenz auf einem Zeitstrahl, der von minus unendlich bis plus unendlich reicht, sondern sie hat Existenz im Jetzt. Und was gedacht wird, jenseits dessen, was ich weiß, kann ich auch sehen. Es stellt sich mir dar als das. Und ich kann nicht umhin, es wahrzunehmen. Das ist die Analogie. Ich muss sagen, das ist ein recht kompliziertes und schwieriges Thema, zumal mir völlig klar ist, dass ihr, meine lieben Zuschauer, soweit ihr überhaupt noch da seid, euch vielleicht fragen werdet, was redet der da? Das kann ich mir gut vorstellen. Aber es liegt mir sehr am Herzen, es ist mir sehr, sehr logisch. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es nicht anders sein kann. Aber es ist mir völlig klar, dass ich hier in einer Position bin, die relativ, ich will nicht sagen aussichtslos, aber die schwierig ist. Wie jemand, der irgendwas verkaufen will, was gar keiner kennt. Aber die Natur ist so schön und das Humpeln macht viel Spaß. Und ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Übrigens habe ich hier so eine Grafik, die das vielleicht ein bisschen illustrieren soll, dieses Verhältnis der Ich-Universen zueinander. Ich hoffe, das hilft beim sich vorstellen. Gut, also ich verabschiede mich erstmal und wünsche alles Gute, over and out. Bis zum nächsten Mal, liked und hier.